Hier ist euer Monkey King Rambo. Abonniert den Kanal, liked das Video für mehr affengeilen Content. Moin zu einer neuen Runde State of Survival. Heute geht es um Weihnachten. Weihnachten in State of Survival. Ihr kennt es vielleicht von letztem Jahr. Es wird einen Baum geben und es wird ein Glücksrad geben. Das Bäumchen wird wieder aus 3 Teilen bestehen. Gehen wir ganz zum Schluss drauf ein. Und das Glücksrad. Auf das Glücksrad gehen wir genauer jetzt ein. Das Glücksrad besteht wieder daraus, dass ihr gewisse Aufgaben erfüllen müsst, um ein paar Sterne zu bekommen. Mit diesen Sternen könnt ihr drehen. Beim Drehen müsst ihr viel Glück haben. Die Wahrscheinlichkeiten zeige ich euch gleich noch an. Ihr könnt damit natürlich die coolen Kisten bekommen, die ihr rechts an der Seite seht. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr gering. Ansonsten könnt ihr diverse Belohnungen bekommen. Aber natürlich, wie kann es anders sein? Es wird auch wieder Pakete geben. Hey, Weihnachten besteht doch aus Pakete auspacken. Naja. Sind wir ehrlich, Pakete sind jetzt nicht so der Kracher. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr diese Boxen bekommt, besteht zu 0,5% und die super coolen Tickets, die ihr sonst noch gebrauchen könnt, bei 0,7%. Wenn ihr diese Box bekommt, seht ihr das. Es gibt wieder Flügel, 5% Tödlichkeit, 5% Zustand, gelten aber nur für 30 Tage. Dann gibt es noch einen permanenten HQ-Skin und dann gibt es noch die Super-Tickets, die normalen Tickets und Skin-Tickets. Hier seht ihr auch wieder die Wahrscheinlichkeiten, wenn ihr diese Box habt, wie hoch das ist, dass ihr die Flügel bekommt, beträgt 1%, als auch für den HQ-Skin 1%. Die Wahrscheinlichkeit, dass ihr einfach nur ein Skin-Ticket bekommt, ist fast 2/3. Ansonsten könnt ihr natürlich, gibt es wie immer einen Laden. Ihr könnt für unfassbar viele sehr seltenen roten Tickets natürlich auch wieder HQ-Skins kaufen, die schon ein bisschen älter sind, von letztem Jahr oder noch älter. Und dann noch mehr Sachen kaufen, mit denen ihr mehr oder weniger anfangen könnt. Der Laden überzeugt mich überhaupt nicht, weil es fehlen essentielle Sachen wie Behemoth-Fragmente, Behemoth-Bio-Batterien, Flugzeugkomponenten, Helikopterkomponenten, wäre alles ganz toll dabei. Jetzt gehen wir mal auf weitere Events. Wie kommt ihr jetzt noch an die weiteren Glöckchen dran? Dafür gibt es noch das Event Chefkoch. Und bei Chefkoch könnt ihr erstmal, wie ihr an die ganzen Zutaten kommt, ist, indem ihr diese Aufgabenliste jeden Tag immer wieder erfüllt und damit an die Zutaten kommt. Dann habt ihr jeden Tag 10 Servierchancen. Über die Servierchancen bekommt ihr Belohnungen. Und natürlich gibt es darüber hinaus auch noch hier weitere Goldglöckchen für das Erfüllen dieser Aufgaben. Dann gibt es einmal den Weihnachtsbaum, auf den gehe ich gleich auch noch ein. Ihr bekommt für 10 Servierungen 2, für 20 4, für 40 bekommt ihr 6 und für 70 bekommt ihr 8 Glöckchen, die ihr wiederum für den Baum braucht, um den zu leveln. Auf den gehe ich aber gleich noch genau ein. Ansonsten ganz einfach Geschichte. Ihr könnt hier auswählen, wie viele Zutaten ihr packt. Ich habe jetzt mal als Beispiel hier 80 und hier nehme ich 20 von den Gewürzen dazu. Ich habe das eben schon mal ausprobiert. Dann lasst ihr es kochen, gibt eine ganz nette Animation dazu und in der Hoffnung, ihr habt ein sehr schlechtes Sandwich gemacht. Jetzt habt ihr die Wahl, ihr könnt es servieren oder verlieren die Bewertungsbelohnung, können aber die Servierchance behalten und bei der Bewertung schlecht würde ich eher empfehlen, erstmal aufgeben und neu probieren. Eben war es mit 80:20 perfekt. So bekommt ihr einmal die Geschichten. Wir geben das jetzt auf, gucken nochmal beim Kochbuch. Wenn ihr etwas Perfektes serviert, bekommt ihr Biocaps oder andere Belohnungen. Das soweit über Chefkoch. Ihr habt jeden Tag da ein paar Chancen, gibt ein paar kleine nette Belohnungen. Die Animation ist ganz lustig. Das soweit zu Chefkoch. Gehen wir nun weiter. So viel zu dem Ganzen rund um Chefkoch und diesem Glücksrad zu Weihnachten. Gehen wir jetzt mal auf den Baum. Letztes Jahr gab es schon einen Baum, der, wenn ihr alle 3 Varianten bzw. alle 3 Bereiche des Baumes auf Level 5 gebracht habt, 100.000 Truppen geheilt hat pro 7 Tage. Der Baum besteht wieder aus 3 Komponenten. Es gibt wieder den Body, es gibt wieder die Dekoration und es gibt den Head. Jeweils 5 Level. Wenn ihr den Body auf Level 5 bringen wollt, braucht ihr 750 von den Glöckchen, die ihr eben zum Beispiel auch schon bei Chefkoch gesehen habt. Ihr braucht 10 von den Glöckchen, um das entweder freizuschalten oder ihr habt Chefkoch erledigt und habt das erste Bäumchen umsonst bekommen. Danach braucht ihr 30 von den Glöckchen, um das auf Level 2 zu bekommen, 72 von den Glöckchen auf Level 3, 108 auf Level 4 und 540 auf Level 5, macht in Summe 750 plus 10 Stück. Für die anderen beiden Komponenten braucht ihr jeweils anderes Material. Ich gehe aber von den Kosten aus, dass es die gleichen sind. Was bringt das Bäumchen eigentlich? Wenn ihr das Ganze nur auf
Level 5 bringt euch das recht wenig, weil es reduziert das Ganze nur 10% weniger Heilungsressourcen. Wenn ihr das andere auch noch auf Level 5 bringt, dann passiert das gleiche, nochmal weniger 10%. Ihr müsst aber alle 3 auf Level 5 haben, damit die folgende Fähigkeit überhaupt nutzbar ist. Wenn ihr nur eins davon, beispielsweise ihr habt 2 davon auf Level 5 und 1 auf Level 3, gilt nur die Fähigkeit für Level 3. Also ihr müsst alles auf Level 5 bekommen, damit ihr pro 6 Tage bis zu 100.000 Betten mehr zur Verfügung habt, was erstmal für 4 Stunden, was besonders bei Start gegen Start in der neuen Variante super hilfreich ist. Daher alles auf Level 5 oder lasst alles bei Level 3, um es wenigstens auf minimalem Level zu haben. Ansonsten lasst es gleich bleiben. Das war's soweit zu Weihnachten. Ich hoffe, ich konnte euch damit einen guten Einblick in die Updates geben.